Im Juni 2010 segelte ich zum dritten Mal durch das südwestfinnische Schärengebiet mit meinem kleinen offenen Bananaboot. Diese Tour von Rauma nach Hanko war die längste und abenteuerlichste in der 20-jährigen Geschichte meines Bootes. Am Freitag, dem 11. Juni, packe ich nach der Arbeit mein Boot und segle um 21:30 Uhr los, denn der günstige Wind, der mich jetzt bequem nach Westen bringt, wird in der Nacht drehen. Die Sommernächte sind in Finnland hell genug. Gegen 1 Uhr baue ich mein Zelt auf einer winzigen Insel auf. Die Weiterfahrt gegen den zunehmenden Südwestwind wird immer schwieriger, so dass ich in diesen kleinen Fischereihafen flüchte. An eine Weiterfahrt ist nicht zu denken. Ich zelte auf dem Steg, denn jetzt am Wochenende störe ich niemanden, trockne meine Sachen und hoffe, dass der Wind in der Nacht wieder dreht, wie es der Wetterbericht angekündigt hatte. Tatsächlich, am Sonntagmorgen hat der Wind gedreht. Schnell segel ich los, und als der Wind stärker wird, befinde ich mich schon im Windschatten der Küste. Doch die Ruhe dauert nicht lange, ich muss ja weiter nach Südwesten. Dort bekomme ich es mit einem so starken Rückenwind zu tun, dass ich bald hinter eine kleine Insel flüchte und dort ein absolutes Novum installiere, das Reff. Bisher hat noch niemand ein Bananaboot bei so starkem Wind benutzt, und ich hatte aufgrund der Wettervorhersage extra vor der Reise noch mein Segel mit Refflöchern versehen. Selbst mit halbierter Segelfläche macht mein Boot noch 7 Kilometer pro Stunde. Den günstigen Wind nutze ich bis zum späten Abend. In der Nacht regnet es wieder und ich gönne mir langes Ausschlafen. An einer schmalen Stelle komme ich nicht weiter. Ich stelle fest, dass nicht nur der Wind, sondern auch noch eine leichte Strömung aus der Gegenrichtung kommt. Äußerst ungern binde ich das Segel hoch und mache das Boot zum Rudern bereit. Da plötzlich dreht sich der Wind und frischt auf, so dass ich es ohne einen Ruderschlag durch die enge Stelle schaffe. Am Abend flaut der Wind wieder ab, aber da habe ich schon Vasikkaluoto erreicht. Das ist ein kleiner Hafen, wo man zelten oder eine Hütte mieten kann. Ich ziehe die Hütte vor, das ist bequemer, und ich kann die Wettervorhersage anschauen. Außerdem lasse ich mir etwas Holz geben, um eine Stange zu schienen, die sich irgendwo beim Anlegen verklemmt hatte und dabei zerbrochen war. Der Dienstag beginnt mit schwachem Wind, der erst im Lauf des Vormittags auffrischt. Ich frühstücke in einem kleinen Restaurant und nehme dann den Mast weg, um mich unter einer niedrigen Brücke durchtreiben zu lassen. Am Nachmittag lasse ich das Insellabyrinth von Kustavi hinter mir, verpacke alles wasserdicht und überquere eine große Wasserfläche in einer sehr spannenden Fahrt, bei der ich reichlich Spritzwasser aus dem Boot zu schöpfen habe. Dann erreiche ich das Restaurant Vaihila, wo ich einen Teller voll leckerer Fischzubereitungen bekomme. Auf der Weiterfahrt genieße ich einen kräftigen, aber nicht mehr so aufregenden Rückenwind, der mich schnell und mühelos weiter nach Südosten bringt. Am Abend habe ich schon das Fahrwasser nach Turku erreicht, wo die großen Fährschiffe vorbeikommen. Ich fange gerade an, das Boot auszuladen, da erreicht mich eine böse Überraschung.
Das Resultat: Mein Pocket-PC ist nass geworden und hat den Dienst eingestellt. Das bedeutet, dass ich ab jetzt ohne GPS auskommen muss. Alles andere ist weitgehend trocken geblieben. Am nächsten Morgen gelingt es mir, zwischen zwei Fährschiffen mein Boot zu beladen und das Ufer zu verlassen. Weiter draußen sind die Wellen harmlos. Ebenso reibungslos überquere ich die Schifffahrtsroute. Nach einigen Kilometern erreiche ich den Hafen des Hotels Iristor. Während ich zu Mittag esse, verwandelt sich der Wind in Sturm. An eine Weiterfahrt ist nicht zu denken. Ich nutze die Wartezeit und fahre per Anhalter nach Parainen, wo ich einen kleinen Kompass kaufe. Als ich zurückkomme, zeigt sich der Wind noch stärker. Ich nehme ein Zimmer im Hotel. Der Wetterbericht verspricht für morgen günstigen und für übermorgen ungünstigen Wind. Ich muss morgen also so weit kommen wie möglich. Ich segle früh los und schaffe es auch ohne Probleme, die Route dieser beiden Fähren zu überqueren. Nachdem ich auch dieses Insellabyrinth hinter mir gelassen habe, habe ich es mit kräftigem und ungünstig drehendem Wind zu tun. Ich halte mich aus Sicherheitsgründen in Landnähe und muss auch ein wenig gegen den Wind kreuzen, aber dann geht es wieder relativ schnell an der Küste entlang nach Süden. Diese Strecke heute zu schaffen war sehr wichtig, denn morgen hätte ich dort Gegenwind gehabt. Dann segle ich durch eine sehr liebliche Insellandschaft, wo es leider viele Sommerhäuser gibt, doch schließlich finde ich eine Insel ohne Sommerhaus, wo ich zelten kann. Der Freitag bringt wie erwartet Gegenwind. Ich segle erst nach Nordosten und kreuze dann gegen den Wind nach Südosten. Am Nachmittag erreiche ich eine kleine Insel, wo das Clubhaus eines Segelvereins steht. Die Türen sind unverschlossen. Als ich es mir gemütlich machen will, kommen zwei Boote an. Ich gehe sofort hin und frage um Erlaubnis, hier bleiben und schlafen zu dürfen, was mir natürlich gewährt wird. Am Samstag weht der Wind immer noch aus Südost, genau aus der Richtung, die mein Ziel ist. Ich segle erstmal nach Osten. Der Wind flaut ab, es beginnt zu regnen und ich muss schließlich auch noch kreuzen. Doch dann dreht sich der Wind wieder und frischt erheblich auf. Ich nutze die Chance und segle möglichst weit nach Süden. Nach einem nervenaufreibenden Kampf gegen Wind und Wasser erreiche ich glücklich eine Insel, bevor das Wetter wirklich lebensbedrohend wird. Heute ist der letzte Tag meiner Tour. Bevor ich mich mit meinem Arbeitskollegen treffe, der mich wieder zurück nach Rauma bringen wird, will ich unbedingt noch um Hanko herumsegeln, und der etwas gedrehte Wind macht es tatsächlich möglich. Nach ein paar Kreuzschlägen umrunde ich den Hafen und lande an einem Sandstrand, wo mein Kollege mein Boot findet. Wir laden alles in und auf das Auto und fahren nach Hause.